Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Anne Gellinek. Guten Abend. Das Heizungshin und Her ist noch nicht zu Ende. Zwar hat die Regierung die Austauschpflicht von Öl- und Gasheizungen mit allerhand Ausnahmeregeln und Übergangsfristen abgeschwächt, aber viele Fragen sind noch offen. Zum Beispiel die nicht ganz unerhebliche, wer wie viel Fördergeld für eine klimafreundliche neue Heizung bekommt. Und so hagelt es weiter Kritik aus der Opposition. Von Klimaschutz mit der Brechstange und Verarmungsprogramm ist die Rede. Die Ampelparteien hingegen feiern ihre neu gewonnene Harmonie. Karl Hinterleitner berichtet aus Berlin. Ein Durchbruch sei es gewesen, nach tagelangen Sitzungen gestern Abend endlich die Einigung der Koalition beim Thema Heizen. Und alle sagen, sie haben gewonnen. Besonders die schwierigen Partner FDP und Grüne zeigen sich wechselseitig zufrieden. Es ist sehr gut, dass wir die Einigung, die im Koalitionsausschuss getroffen haben, jetzt innerhalb von wenigen Tagen umsetzen. Das heißt, die ganze Regierung stellt sich hinter das Vorhaben von Robert Habeck und Clara Geiwitz, dass ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr eingebaut werden sollen, sondern wir hier auf klimafreundliche und auf bezahlbare Alternativen setzen. Wir haben genau das erreicht, was wir ja die ganze Zeit angekündigt haben, nämlich dass weiterhin ganz viele unterschiedliche Arten von Heizungen möglich sind, dass die Leute nicht überfordert sind. Aber natürlich müssen wir bei der Wärmewende vorwärts kommen. Und das gibt dieser Gesetzesentwurf jetzt her. Der Entwurf im Wesentlichen. Neu eingebaute Heizungen sollen ab dem 1. Januar 2024 zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das kann, aber muss keine Wärmepumpe sein. Auch andere umweltfreundliche Heizarten sind möglich. Außerdem gibt es Übergangsfristen. Eins allerdings wurde gestern nicht geklärt, die Bezahlbarkeit. Wer wie viele Zuschüsse bekommt, bleibt offen. Das sei unausgegoren und zu kurz gegriffen, meint die Opposition in seltener Einigkeit. Es wird gesagt, dass irgendwie sozial abgefedert werden muss, aber es wird nicht gesagt, wie. Aber was natürlich notwendig ist, sind direkte Zuschüsse, Förderprogramme. Die Menschen dürfen damit nicht allein gelassen werden. Das darf nicht die Mieterinnen und Mieter am Ende auf die umgelegt werden. Und dann brauchen wir eine besondere Förderung, besondere Zuschüsse für Menschen mit geringem Einkommen, die Schwierigkeiten einfach haben, so eine Investition zu schultern. Da geht es ja um Tausende von Euro, da braucht es besondere Unterstützung. Und da kennen wir große Worte, Olaf Scholz im Bundestag, keiner wird im Stich gelassen, aber wir kennen kein Konzept. Das komme dann noch, meinte Olaf Scholz. Gestern Abend in Frankfurt versprach der Kanzler, den sozialen Ausgleich habe man sehr wohl im Blick. Wir haben auch schon diskutiert, wie die soziale Abfederung oder die Unterstützung von Investitionen von Bürgerinnen und Bürgern in ihre Heizungsanlagen vorangehen kann. Da haben wir jetzt verschiedene Punkte zusammengetragen und werden versuchen, im Laufe der nächsten oder übernächsten Woche auch ein ganz konkretes Förderkonzept, das passt zu dem jetzt gefundenen Gesetzgebungsentwurf, entwickeln. Das heißt aber auch, noch ist nicht klar, was die Wärmewende am Ende kostet. Der Durchbruch mag gestern gelungen sein, die Rechnung kommt später. Der britische Geheimdienst sieht Russlands Winteroffensive in der Ostukraine als gescheitert an. Der Plan des russischen Generalstabschefs Gerassimow, die militärische Kontrolle über die möglichst gesamte Donbass-Region zu erlangen, werde wohl nicht aufgehen, so die Briten. Gekämpft und gestorben wird trotzdem. Dabei kontrollieren beide Seiten die Bilder von der Front, die an die Öffentlichkeit gelangen. Der ukrainischen Sanitäterin Julia Pajewska ist es gelungen, Bilder einer Kamera, die sie während ihres Einsatzes am Körper trug, herauszuschmuggeln. Aufgenommen während des Kampfes um Mariupol vor einem Jahr, zeigen sie die Erbarmungslosigkeit dieses Krieges. Torge Bode hat Julia Pajewska in Düsseldorf getroffen. Vor dem Bild von Julia Pajewska werden an diesem Abend jede Menge Selfies und Fotos gemacht. Dann kommt sie selbst. Julia Pajewska, eine ukrainische Kriegsheldin. Das riesige Porträt lässt sie einfach links liegen, die Menschen, auf die sie warten, aber nicht. Die Ukrainerinnen, die heute Abend hier in Düsseldorf sind, verehren Julia. Danke für alles, was du getan hast. Julia Pajewska rührt zu etwas, der ganze Trubel um ihre Person ist ihr aber eher unangenehm. Ich bin doch nur eine von vielen, die das erlebt und durchgemacht haben, die den Krieg gesehen haben. Ich versuche, das nicht auf meine Person allein zu beziehen. Auf keinen Fall geht es hier nur um mich. Die Soldatin Julia, Kampfname Taira, ist von Kriegsbeginn an mittendrin, als Rettungssanitäterin in Mariupol. Ihre Einsätze im Februar und März 2022 filmt sie mit einer Bodycam.
Es waren unfassbar hohe Verluste, unfassbar viele Tote, vor allem unter der Zivilbevölkerung. So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Julia ist schon seit 2014 im Donbass im Einsatz. Aber was sie in Mariupol erlebt, bringt sie an ihre Grenzen. Die Kamera läuft, während ein 6-jähriger Junge unter ihren Händen stirbt. So etwas zu erleben, tut schon sehr weh. Auch verletzte russische Soldaten behandelt sie. Dann, wenige Tage nachdem diese Aufnahmen gemacht werden, wird sie an einem Checkpoint von russischen Streitkräften gefangen genommen. 3 Monate ist sie Kriegsgefangene. Sie berichtet von Folter an Körper und Seele. Es war fürchterlich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass solche Methoden, die man vielleicht aus dem Mittelalter kennt, im 21. Jahrhundert noch anwendet. Was genau ihr angetan wird und die Umstände ihrer Freilassung, darüber will Julia nicht sprechen. Der Fall wird noch untersucht. Als Sanitäterin arbeitet Julia nicht mehr. Sie ist jetzt eine Botschafterin, ein Gesicht des Krieges, das die Regierung in Kiew gerne vorzeigt. Auftritte in Washington vor dem Kongress oder eben Vorträge in Deutschland. Mich interessiert einzig und allein der Sieg der Ukraine. Zum 1., 2. und zum 3. Mal, nur das ist mir wichtig. Wenn ich also meiner Heimat helfen kann, indem ich repräsentiere, dann tue ich eben das. Blumen, Autogramme, noch mehr Fotos. Die Anerkennung, die Wertschätzung, das alles hilft ihr, sagt Julia, die eigenen Wunden zu heilen. Sie selbst träumt davon, in ihrem Garten Rosen zu züchten, wenn der Krieg endlich zu Ende ist. Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Vereinten Nationen in New York. Und damit beginnen die Nachrichten von dir, Hanna. Russland hat heute turnusgemäß den Vorsitz des UN-Sicherheitsrats übernommen, was von deutlicher internationaler Kritik begleitet wurde, unter anderem aus der Ukraine. Präsident Selenskyj forderte am Abend eine Reform des Gremiums und bezeichnete Russland als Terrorstaat, der den Frieden zerstöre. Während der Sitzung des Sicherheitsrats gab es außerdem Streit über die Pläne Moskaus, in Belarus taktische Atomwaffen zu stationieren. Die Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr können laut Verteidigungsminister Pistorius bis 2030 nicht vollends geschlossen werden. Das erklärte der Minister gegenüber der Welt am Sonntag. Als Gründe nannte er Produktionskapazitäten, Lieferzeiten und die Finanzlage. Pistorius sagte zudem, dass er den Wehretat bis zum Ende der Legislaturperiode erhöhen möchte, um das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. In den USA haben mehrere Tornados schwere Schäden angerichtet. Dabei kamen mindestens 18 Menschen ums Leben. Betroffen ist vor allem der mittlere Westen und Süden der Vereinigten Staaten. In einem Theater in Illinois stürzte während eines Konzerts das Dach ein. Dabei starb mindestens ein Mensch. Etwa 30 Personen wurden verletzt. 3 Tage lang war Papst Franziskus wegen einer Bronchitis im Krankenhaus in Behandlung. Nun ist das Oberhaupt der katholischen Kirche wieder entlassen worden. Der Vatikan kündigte an, dass Franziskus wie geplant an allen Gottesdiensten der Karwoche und der Ostertage teilnehmen werde. Zum Sport und damit zum Topspiel der Fußball-Bundesliga heute: Bayern gegen Dortmund, bei dem die Bayern und ihr neuer Trainer Thomas Tuchel triumphieren konnten. Am Ende stand es 4:2 und der Rekordmeister ist wieder Tabellenführer. Mehr dazu gleich im aktuellen Sportstudio. Und jetzt haben wir noch was zu feiern in eigener Sache. Denn genau heute Abend vor 60 Jahren begann das ZDF für Sie zu senden. Los ging es natürlich nicht aus einem digitalen Hightech-Nachrichtenstudio wie diesem, sondern bodenständig und sehr provisorisch auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofs in der Nähe von Frankfurt am Main. Zum Teil baufällig stand auf einem Schild vorm Studio: Wir lassen die alten Zeiten noch mal aufleben, aus dem allerersten Heute-Studio. Damals wurde dort übrigens noch geraucht. Darin standen solche originalen Röhrenkameras, von denen wir noch eine ausgegraben haben. Der Moderator saß an einem Tisch auf einem Podest. Das Heute-Journal war noch nicht erfunden. Doch schon damals gab es einen Moderator für die Kurznachrichten und einen Hauptmoderator. 1963 waren das natürlich alles Männer. Der Vorspann oder das Opening, wie wir heute sagen würden, klang so.
heute. In den frühen 60ern waren die schnellsten Verbindungen nach draußen Fernschreiber und ein simples Telefon zum Schalten in die große, weite Welt. Die erste Frau im Studio gab es übrigens erst 8 Jahre später mit Wiebke Bruns. Immerhin die erste Nachrichtenmoderatorin im westdeutschen Fernsehen. Christel Haas schaut jetzt zurück, wie es mit dem zweiten deutschen Fernsehen damals losging. Und sie beginnt mit den treuesten ZDF-Kollegen, die wir haben. Um es gleich vorwegzunehmen, die unumstrittenen Dauerlieblinge sind diese fröhlichen ZDF-Mitarbeiter, seit 60 Jahren fast unverändert. Man brauchte schon gutes Schuhwerk und Pioniergeist damals, als alles anfing. Im Matsch, im sogenannten Telesibirsk, alles war improvisiert und doch hat's funktioniert. Guten Abend, meine Damen und Herren. In diesen vorösterlichen Tagen interessiert die Hausfrau besonders der Eierpreis. Rund 50 Millionen Hennen stehen in der Bundesrepublik für die Eierproduktion zur Verfügung. Guten Abend. Immer nah dran am Weltgeschehen, auch wenn die Köpfe und die Deko sich veränderten. Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. 15 Jahre später taucht ein Neuling auf mit ganz eigenem Nachrichtenanspruch. Da gibt es den Spruch, die anderen melden alle, Minister hat Handtuch geworfen und das Heute-Journal sagt, wohin. Das ist nicht immer einfach, trotz hartnäckigem Nachfragen. Wähler, was die Wähler? Bei anderen Parteien, Frau Slomka, tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden. Wir können das alles senden, was ich gesagt habe. Und wer sagt eigentlich, dass Nachrichten immer ernst sein müssen? Unser liebes altes Mainz ist dank BioNTech plötzlich das reichste Provinzkaff der Welt. Wir dachten, die furchtbare Zeit sei vorbei. Aber dann kam der Mist mit voller Wucht zurück. Wetten, das läuft wieder jedes Jahr. Wetten, je verrückter, desto besser. Kult. Familienshows zum Mitraten. Dalli, Dalli. Kuss. Auf der Bank sitzen. Sex. Und Disco für die wilde Jugend. Die Mutter aller Arztserien begann hier. Herz und Gefühl in der Klinik. Morgen, mein Name ist Brinkmann, ich bin der neue Chefarzt. Und natürlich mit dem schönen Udo, Herzensbrecher und Sportskanone. Womit wir schon bei diesem ZDF-Highlight wären, das aktuelle Sportstudio und seine legendäre Torwand. Ich finde, der 60. Geburtstag ist einer der schönsten Geburtstage, weil man viel Lebenserfahrung hat und trotzdem weit nach vorne gucken kann. Von daher, nein, wir sind nicht in die Jahre gekommen und ja, wir schauen weiter nach vorne. Na dann, auf die nächsten 60. Und ich habe den Eindruck, ihr habt heute schon genug geguckt. In die Glotze nämlich, ne? Also abschalten. Und wenn Sie sich selbst im ersten Heute-Studio mal umschauen wollen, empfehlen wir Ihnen unsere interaktive 3D-Story auf heute.de und in unserer App mit vielen Fotos und Ausschnitten von damals. Und jetzt die Lottozahlen von diesem Samstag. Die lauten 27, 28, 33, 36, 42, 45, Superzahl 9. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Es gibt aktuell eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes, und zwar vor ergiebigem Dauerregen in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Infolgedessen kann es unter anderem zu Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen kommen. Und so wird das Wetter in den kommenden Tagen. Morgen im Norden trocken und häufig Sonne, im Süden regnerisch. Es weht ein frischer Nordostwind bei 4 bis 12 Grad. Ab Montag dann meist ein trockener Sonne-Wolken-Mix mit nur wenigen Schnee- oder Regenschauern. Bei einem lebhaften Nordostwind werden 3 bis 12 Grad erreicht. Das war's von uns an diesem Geburtstagssamstag des ZDF. Und hier geht's gleich weiter mit dem aktuellen Sportstudio. Und die nächsten Nachrichten gibt's dann gegen 0:30 Uhr, heute Express mit Antoine Koschilgen. Und uns beiden gibt's morgen wieder. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.